Hallo miteinander, ich bin's wieder, der Denis Betschart. Ich bin einer der jüngsten Fahrzeugrestauratoren in der Schweiz und ich kümmere mich heute um einen 280 SL Mercedes. Und wir werden heute bei dem Mercedes die Ventile einstellen. Wir nehmen die Ventileinstellung bei einem warmen Motor vor. Ich war jetzt extra am Fahren, damit der Motor ein bisschen warm ist. Dann das Ventilspiel jetzt einstellen. Und in zweiter Instanz werden wir auch noch den Benzinfilter wechseln. Wir haben hier zum Teil ein bisschen Drehzahlabfall beim Anfahren, was eventuell von einem verstockten Benzinfilter hinweisen könnte. Aus dem Grund werden wir den jetzt dann auch noch wechseln. Ich würde sagen, legen wir los, oder? Absichtlich so, grundsätzlich gibt es zwei Einstelldaten. Es gibt eine Einstelldaten in einem kalten Motor und es gibt eine Einstelldaten bei warmem Motor. Das ist aufgrund von der Ventil. Die Ventile haben eine gewisse Wärmeausdehnung, wenn er warm wird. Das heisst, die Ventile werden länger, als wenn sie kalt sind. Dadurch, dass sie länger werden, kann das sein, wenn man zum Beispiel kein Spiel hat, kein Ventilspiel, und die Ventile fangen sich auch auszudehnen, dann sind die Ventile permanent offen. Das habe ich alles schon gesehen, ist alles schon passiert. Und dann hast du schlechte Abgaswerte, keine Leistung mehr, ist alles Mögliche. Hast du zu viel Spiel zwischen der Nockenwelle und dem Ventil selber, dann schlägt nachher der Nocken von der Nockenwelle, der fängt auch aufs Ventil draufzuschlagen. Und das führt dann einfach zu einem schnellhaften Verschleiß von Nockenwellen und Stößel, Stößeltassen, wie auch immer, was gerade verbaut ist von der Art von Nockenwelle. Und das würde zu einem extrem schnellen Verschleiß führen, respektive da könnten die Züge allenfalls auch brechen oder die Nockenwellen würden einlaufen. Das wäre gerne nicht gut. Dementsprechend ist ein gutes Ventilspiel ist das A und O für einen gut funktionierenden Motor. Das ist die Grundlage, dass der Motor überhaupt funktioniert. Grundsätzlich von Hersteller zu Hersteller verschieden. Da haben die, wie heute auch, haben die Hersteller selber entschieden, ob sie 20'000er Intervall machen, 60'000er Intervall, alle 2 Jahre, alle 3 Jahre. Das ist heute mit dem Ölwechselintervall genau das Gleiche. Auch heute haben die Hersteller verschiedene Intervalle. Und das ist bei den Ventilen früher genau gleich gewesen. Man hat wie fast, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, grosso modo gesagt, kann man sagen, man hat bei jedem zweiten oder bei jedem dritten Service hat man das Ventil früher eingestellt. Weil du hast einen gewissen Verschleiß von den Ventilen und von den Nockenwellen, allenfalls Nockenwellen eher weniger, aber von den Ventilen eventuell. Du hast einen gewissen Verschleiß, auch vom Ventilsitz, was auch dazu führt, dass das Spiel kleiner wird. Und darum sollte man das auch regelmäßig einstellen. Also es war ein regelmäßiger Intervall. Das ist nicht alle 10 Jahre oder so, wo man das gemacht hat, sondern das ist effektiv, bei jedem grösseren Service hat man das in der Regel gemacht. Mhm. Ich schaue jetzt, dass ich Zugang zu der Nockenwelle habe und dementsprechend auch zu den Ventilen, weil erst dann kann ich es einstellen. Und dementsprechend tue ich alles, was jetzt oberhalb vom Ventildeckel ist, muss ich jetzt vorerst schon mal wegnehmen. Mhm. Das heisst, ich nehme die Zündkabel weg, ich schreibe die Zündkabel zur Sicherheit, schreibe es amigs an. Ist nicht ein Muss ist es nicht, aber ich schreibe die zur Sicherheit an, weil ich habe aus dem ersten Zylinder, will aus dem zweiten. In der Regel ist es logisch, aufgrund von der Länge der Kabel, Safety first. Genau.
help me find the heart in me. You bring me freedom. I can't let go, no, no, no. I'm my Kerzenlachdichtung. Pro Zylinder natürlich eine. Jetzt haben wir 6 Stück. Die können wir selbstverständlich alle neu machen, wenn wir das Zeug schon beieinander haben. Das wird wahrscheinlich nie mehr dicht sein. Dann nehmen wir die Ware raus. Und die Altdichtung die nehmen wir gerade auch raus. Dann nehmen wir sie vorsichtig aus allen Führungen. Wir schauen, dass der erste Zylinder, wir fangen jetzt beim ersten Zylinder an, den ersten Zylinder stellen wir auf OT stellen. Es gibt 2 verschiedene OT. Es gibt einmal der OT, wo er im Wechsel drin ist, sprich, wo er anfängt, das Auslassventil schließt und das Einlassventil tut schon überschneidend öffnen. Das wollen wir nicht, weil dann sind ja beide Ventile schon offen. Wir machen 180 Grad Umdrehung, respektive 360, für die Nockenwelle sind es nur 180. Wir machen nochmal eine ganze Kurbelwellenumdrehung, dass nachher so ist, dass dann beide Ventile geschlossen sind. Das ist nämlich in dem Moment, wo der Zylinder zündet. Also tun wir den ersten Zylinder auf Zündung, nicht auf Wechsel, sondern auf Zündung. Ist der erste Zylinder auf Zündung, sind beide Ventile geschlossen. Und das wollen wir haben. Die Ventile dürfen nicht betätigt sein, sonst hätten wir ja kein Ventilspiel. Das heisst, der Nocken im Optimalfall muss genau gegenüberliegend vom Ventil liegen. Und dann können wir das Ventil einstellen. Dann haben wir hier noch eine Spannfeder drin, wo der Kipphebel immer schön anliegend auf die Nockenwelle aufdrückt. Das ist für Geräuschminderung da. So tut die Nockenwelle weniger auf den Kipphebel schlagen, weil der Kipphebel immer schon anliegend ist. Die Federn lösen, weil der Kipphebel muss fürs Einstellen und fürs Messen vom Ventilspiel muss der Kipphebel entspannt sein. Dementsprechend, wenn wir jetzt die Federkraft lösen, dann kann man die Federn nur nach hinten ziehen. Das ist recht ein simples System. So, hinten. Und jetzt ist der los da. Das ist der Kipphebel. Und da haben wir jetzt das Spiel, das ich gerne messen würde. Haben wir hier das Verstellelement unten dran. So. Jetzt habe ich hier den Sitz ein bisschen runtergeschraubt. Das hier ist der Sitz vom Kipphebel. Den habe ich jetzt runtergeschraubt, habe hier permanent Druck drauf gegeben, um zu schauen, ab welchem Zeitpunkt dass er mir reingeht. Der Zeitpunkt war jetzt da. Jetzt komme ich hier mit dem Blättchen rein. Sie hat einen Widerstand noch, sie hebt von allein. Es geht ein bisschen streng zum Reintun. Aber das ist jetzt genau das Spiel, das ich mir gerne vorstelle. Und quasi das gleiche Spiel jetzt nochmal 12 Mal. Das machen wir jetzt noch 12 Mal, richtig. Don't step on my little toe. I am first and you
irreplaceable. I am just too good for you. Therefore, you are number two. Eeny, meeny, miny, moe. Eeny, meeny, miny, moe. Yeah, because second place is not good enough. Yeah, I wanna be the best and worst. Number two. Therefore, you were number two. Now I am number one. Everybody else is done. Mediocre is not enough. I wanna be the best there was. Geil.